Bock auf schicken Teriyaki-Nudelfanne? Schnell, einfach, gesund und mega lecker. Genau, schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute schicken Teriyaki-Nudeln. Also einfach eine schnelle Nudelfanne mit Hähnchen. Und ja, sag was dazu, Schatz. Ist eine tolle Alternative zu den ganzen gehypten Instant-Nudeln, die momentan so im Internet kursieren. Natürlich schmecken die auch, aber die sind natürlich voller Chemie. Und hier, das ist eine ganz tolle Sache, wie du ein relativ gesundes Essen ganz schnell zaubern kannst. So sieht's aus. Kommen wir mal zu den Zutaten. Fangen wir mal hier hinten an. Wir brauchen erstmal ein Woköl, also ein hocherhitzbares Öl. Dann natürlich Hähnchen. Dann haben wir hier Udon-Nudeln, die findest du im gut sortierten Asiamarkt. Dann Teriyaki-Soße, die kannst du natürlich auch selber machen. Wir haben heute die gekauft, aber da ist kein Scheiß drin. Dann haben wir hier Zwiebeln und Knoblauch, hier ein bisschen Ingwer, hier Koriander, hier Frühlingszwiebeln, eine Möhre, dann verheißte Paprika, Brokkoli und für die Deko ein bisschen Sesam. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann räumen wir den ganzen Kram mal bei und dann fangen wir mal an. Geht jetzt auch ziemlich fix, ne? Oh ja. So, wir haben jetzt hier unsere Hähnchenbrust. Wie immer, da rausschneiden, was du nicht haben willst, die Sehne rausholen und dann so putzen, dass hier kein Knochen und nichts Rotes, kein Putterinsel, sondern alles weg ist. Und dann geht's schon weiter. Unser Hähnchen, was wir jetzt geputzt haben, tun wir jetzt einfach in Stücke schneiden. In mundgerechte Stücke. In mundgerechte Stücke, also nicht gerade so Riesentrümmer. So hier. Das ist gerade falsche Messer dafür, ist eigentlich ein Gemüsemesser. Aber ziehen wir jetzt so durch. Ja, Leben am Limit, oder? Ein bisschen groß. So. Also ungefähr so Stücke. Jetzt haben wir hier unser Hähnchenfleisch gewürfelt. Tun wir wieder zurück in unsere Schale. Und das wird jetzt einfach mit Teriyaki-Soße mariniert. Wir haben ja schon gesagt, das ist eine fixe Nummer. Oh ja. So, dazu ungefähr 5 Esslöffel Teriyaki-Soße. So, jetzt musst du da überlegen, wie stark du mariniert haben willst. Weil je länger du die ganze Sache jetzt einwirken lässt oder marinieren lässt, desto stärker wird der Geschmack. Genau. Denk aber bitte dran, es kommt nachher noch Teriyaki-Soße bei den Nudeln am Ende dabei. Also nochmal Geschmack. Also wir lassen die jetzt knappe 20 Minuten marinieren, das reicht uns dann. Wenn du die jetzt stärker haben willst, machst du über Nacht, dann hast du aber auch richtig mit Karton dahinter. Genau. Du könntest dir jetzt natürlich auch deine Teriyaki-Soße selber mischen. Klar. Gar kein Thema, schmeckt super. Wir haben jetzt da wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, ohne Mist, was auch einen sehr guten Geschmack hat. Und deswegen können wir das auch durchaus gut empfehlen. Richtig. Bei der Möhre machen wir das jetzt ein bisschen einfach. Du kannst natürlich, wenn du so ein Messerkünstler bist, kannst du die gerne wunderbar hauchdünn schneiden. Wir schneiden die jetzt mit Sparscheller. Dann kriegst du auch wunderbar schöne, gleichmäßige Streifen. Ja, kleiner Kitchen-Hack. Ja. Wie gesagt, wenn du mit dem Messer absolut der King bist, dann kannst du es auch gerne mit dem Messer runterschneiden. Aber so sind sie wirklich definitiv gleichmäßig. Das mache ich mal schnell und dann geht schon zur Pfanne weiter. Jo. Das hier reicht uns jetzt schon und keine Panik, der Rest hier, das hat Möhrenherz, bekommen jetzt gleich, teile ich in der Mitte jetzt durch, bekommen unsere beide Wuffs. Carlos, Pepe, komm her. Komm, Mörchen. Und tschüss. Möhrchen. Mörchen, komm her, Leckerli. Komm her. Und Mörchen. Fein, du hast schon ein Mörchen. So. Und den Rest tun wir uns weg, wird gleich für den Wok. Ja, und dann geht's auch schon am Wok weiter, oder? Oh ja. So, machen wir erstmal unseren Wok warm. Oder heiß. Dafür brauchen wir einen guten Schlag Woköl. Also wirklich nicht sparen. Der Wok lebt davon. Und dann schön heiß machen. So, in der Zwischenzeit putze ich schon mal den Ingwer. Brauchen wir gleich, ja, ungefähr das Stückchen hier. Also mehr ist das nicht. Ja. Nee, sonst wird das mir zu heftig. Also einfach nur gerade. Das machst du am besten, wenn du das mit dem Löffel machst. Einfach nur die Kante ab.
Dann kriegst du hier wunderbar, schon mal brechen hier, so. Kriegst du hier wunderbar die Haut abgeschält. Ja, das war es schon. Mach schon schnell fertig, dann können wir den gleich reinreiben. So sieht's aus. Jo. Unser Wok ist jetzt heiß genug. Oh ja. Jetzt kommt da unser Hähnchen rein. Und dann schön scharf anbraten. Das ist jetzt dieses typische Wokbrutzeln. Dieses Geräusch hast du auch wirklich nur, wenn du mit einem Wok arbeitest. Richtig, mit viel Öl und viel Hitze. Genau. Auch mal liegen lassen. Noch durchschwenken geht auch. Und dann schön scharf anbraten. Wir braten jetzt unser Hähnchenfleisch scharf von allen Seiten an. Dann kommt es wieder raus. Und dann hauen wir unser Gemüse hinterher. So, unser Hähnchen hat die Nussfarbe schon wieder gekriegt. Tun wir einfach raus jetzt. So. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Das ist noch drin, aber trotzdem, wir brauchen immer bei Wok immer viel Öl. Nicht so viel wie beim normalen Wok, weil wir haben eine super Beschichtung hier drauf. Öl ist heiß genug. Jetzt haben wir erstmal unsere Zwiebeln rein mit dem Knoblauch. Das geht eigentlich alles relativ schnell. Genau. Einfach alles durchschwenken. Legt unsere Paprika hinterher. Durch die Hitze geht eigentlich alles relativ flux. Heißt unser Brokkoli auch hinterher. Kurz anbraten lassen. Und dann geht schon weiter mit dem Ingwer. Wenn du ab dem Wok machst, immer von den festkochenden Zutaten zu den weicher kochenden Zutaten gehen, damit du nachher überall ein bisschen Biss dran hast. Und immer Hitze. Und wenn du Tiefkühlgemüse hast, achte auch drauf, dass du dann da 1-2 Minuten länger mit einplanst. Oh ja, da kann man es kurz ansetzen. Jetzt reiben wir schon unseren Ingwer da rein. Wir haben diesmal sogar frischen. Ungefähr so Fingernagelgröße. Ja, kommt natürlich drauf an, wie scharf du es haben möchtest, ne? Jo, ja, das passt schon. Kommen hier unsere Möhren dabei und die Lauchzwiebel, ne? Genau. Ist eine schöne, bunte Auswahl. Aber jetzt sag mal, bei Chicken Teriyaki, an was denkst du da zuerst? An das berühmte Sandwich. Von dieser Kette. Die grün-gelbe Fastfood-Kette? Richtig. Aber die Soße ist eigentlich, geht ja eigentlich um die Soße. Das ist halt eine Würzsoße, Ja. ne? Das Ja, puppt ja. noch alles mit drin. Und freue ich mich auch gleich drauf. Ja. Aber dieses Sandwich könnten wir auch mal machen. Könnten wir auch mal machen. Sollen wir das mal machen? So ein Subway-Sandwich. Also, jetzt habe ich den Namen gesagt. Skandal. Dann bitte in die Kommentare reinschreiben. Dann machen wir so ein ganzes Brot mal komplett selber. Also so ein ganzes Sandwich vom Brot angefangen. Mal so ein richtig geiles Chicken Teriyaki Homemade. Wir hätten sogar mega Rezepte für die Soßen. Oh ja. Also Kommentare schreiben. So, hier passt jetzt. Jetzt kommt unser Hähnchen wieder dabei. Ja, heute geht es dann eher um die Nuddele. Ah, herrlich. Guck mal, die Farben hier. Einfach toll. Jetzt kommen schon unsere Nudeln dabei. Die sind vorgekocht. Das ist ein bisschen tricky, die nicht kaputt gehen. Kannst du jetzt gleich ein bisschen vereinfachen, wenn du die Soße schon dazu gibst. Ja. Dann gehen die auch auseinander. Nudeln sind drin. Und jetzt kommt wieder unser Esslöffel zum Einsatz und unsere Teriyaki-Soße. So. Ein Esslöffel sind ungefähr immer so 10 bis 15 Milliliter. Kommt den Esslöffel drauf an. So, da waren jetzt ungefähr 50. Auch noch einen Schlag mehr. Dann sehen wir, wo die Reise hingeht. Lieber immer am Anfang ein bisschen weniger nutzen und sich rantasten, als von vornherein Genau. den kompletten Inhalt da drauf kippen und dann nachher einen zu heftigen Geschmack haben. Oh ja. Und wenn du dich wunderst, warum jetzt hier nicht Salz oder Pfeffern, die Soße hat so viel Geschmack und das Gemüse auch, da muss nichts mehr dran. Das ist wirklich eine schnelle Nummer für mittags oder abends. Ist auch super geeignet für Meal Prep. Kannst du also fertig machen in einer größeren Portion, ab die Post in eine Glasschüssel und mit auf die Arbeit. Genau. Jetzt Hitze raus und dann kommt unser Koriander dabei. Und dann sind wir schon fertig. Kommen wir schon zum Anrichten. Jetzt haben wir schon fertig hier. Jetzt kommt hier unsere Nudeln. Direkt aus dem Wok. Richtig schön heiß. In unser Teller. Und drauf noch ein bisschen Gemüse. Und ein bisschen Hähnchen. Obendrauf noch ein bisschen Koriander und dann ein bisschen Sesam. Und schon hast du ein perfektes, schnelles, gesundes und mega leckeres Essen auf dem Tisch. Oh ja.
Wir sagen guten Appetit. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Unser Rezept findest du wie immer auf unserer Homepage www.ungers-kitchen.de. Genau, so sieht's aus. Wir sagen viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.